Wladimir Wladimirowitsch Putin, russischer Präsident und Kriegsherr, oder wie manche sarkastisch sagen, Wladimir Bombardirowitsch Putin, ist für viele ein Rätsel. Die ganze Welt möchte wissen, was in seinem Kopf vorgeht. Manche meinen, er sei verrückt geworden. Andere sagen, er sei schon immer so gewesen. Verschlagen, gewaltbereit, unberechenbar. Für viele Russen ist er ein Kämpfer und Retter der wahren russischen Werte, mit Unterstützung der russisch-orthodoxen Kirche. Für seine Gegner ist er ein Gewaltherrscher, der rücksichtslos alle beseitigt, die ihm im Weg stehen. Ein Menschenleben zählt in Russland nichts. Es ist nichts wert. Putin selbst sieht sich als den einzigen, der Russland wieder groß machen kann. Es hat in den letzten 10 Jahren Versuche gegeben, eine Weltordnung zu schaffen, in der der Westen dominiert. Rohe Gewalt greift um sich. Im Vordergrund muss die Errichtung eines Systems stehen, das den Frieden und gleiche Sicherheit zwischen den Staaten garantiert. Doch was Frieden für Putin bedeutet, sieht man heute in der Ukraine. Hurra! Er ist ein Dieb und Mörder. Was also ist Wladimir Putin? Auch wir können nicht in seinen Kopf hineinsehen. Aber wir können erklären, wie und warum gerade er an die Macht gekommen ist. Und wie sein System aus Geheimdienst, Armee und Oligarchen funktioniert. Und wie es ihm gelingt, dass ihm große Teile der Bevölkerung zujubeln. Wenn von Kindersoldaten die Rede ist, denkt man an Afrika und so manchen Kriegslord. Doch es gibt sie auch in Russland. Kinder, die von der Welt keine Ahnung haben, als künftige Soldaten im letzten Kampf. Das ist das heutige Russland. Doch es bleibt nicht bei der Propaganda per Video im Internet und Fernsehen. Kriegspropaganda passiert auch in der realen Welt, in der Schule. Den Kindern wird eingetrichtert, es gehe um Leben oder Tod. Das System Putin vergreift sich an den Kindern des Landes. Mögliches Kanonenfutter für die Zukunft. Eine der besten Kennerinnen Russlands ist die polnische Journalistin Krystyna Kurczap-Redlich. 15 Jahre lang hat sie als freie Journalistin in Russland gearbeitet und das dortige Leben kennengelernt. Ihre Putin-Biografie wurde bereits 100.000-fach verkauft. Seit Beginn der Herrschaft Putins wurden diese Spezialschulen geschaffen. Schon ab dem Alter von 5 Jahren zur Ausbildung von künftigen Kadetten. Das war und ist für die durchschnittliche russische Familie sehr verlockend, weil in einer solchen Schule erhalten die Kinder und damit auch die Familie das volle Schulgeld und dazu Vollpension. Die Erziehung erfolgt im Internat unter ordentlichen Bedingungen. Was sind nun die Ergebnisse dieser Ausbildung? Genau das erleben wir heute im Krieg gegen die Ukraine. Selbstverständlich ist durch dieses Training und Exerzieren wird auch eine bestimmte militaristische Haltung auch befördert. Immer mit Idealen verbunden. Also wir müssen das Russland verteidigen gegen Angriffe, weil die ganze Welt will uns Böses. Das wird vermittelt von der Kirche, von der Politik, vom Militär, dass Russland eigentlich von Feinden umgeben ist, ideologischen Feinden, militärischen Feinden, wirtschaftlichen Feinden, und dass deswegen ein junger Russe oder eine junge Russin die Pflicht hat, das Land in irgendeiner Form zu verteidigen.
Russland hat wieder Gewicht in der Welt. Wir spielen eine Rolle bei der internationalen Politik. Man rechnet wieder mit uns und darauf sind wir stolz. Der Präsident wirft sich persönlich in die Schlacht um den nationalen Nachwuchs und das durchaus mit Erfolg. Sein Charisma und sein Auftreten kommen bei den Jungen gut an. Auf die Frage nach dem Nationalismus in der Ukraine und Belarus gibt er schon vor 15 Jahren eine klare Antwort. Im Gesamten gesehen sind wir eine Nation, eine große Nation. Doch wie kam es dazu, dass ein kleiner russischer Geheimdienstagent zu einem der mächtigsten Männer der Welt aufstieg? Mit 23 Jahren trat Wladimir Putin in den russischen Geheimdienst ein und wurde 1985 als Auslandsagent nach Dresden in die dortige KGB-Zentrale geschickt. Wladimir Putin ist als Agentenführer ausgebildet worden und nach den Regeln dieses Geschäfts sollen das Männer sein, die mit allen Abwassern gewaschen sind. Die müssen Agenten anwerben und führen, bedienen sich dabei wechselnd des Schams, der Lüge, übervorteilen die. Und sie sollen eigentlich ausgebildet sein, Meister der Manipulation zu sein. Erich Schmidt-Ehnbohm ist Publizist und wohl der bestinformierte Geheimdienstforscher Deutschlands. Über die nachrichtendienstliche Tätigkeit Putins ist der Bundesnachrichtendienst natürlich genau informiert. Was wir aus anderen Quellen wissen ist, er hat ausländische Studenten als Perspektivagenten rekrutiert. Und sein weiteres Interesse galt der amerikanischen Militärpräsenz in Bayern, vorrangig dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Auch beim Sturm auf die Stasi-Zentrale nach dem Umbruch im Jahr 1990 soll Putin eine Rolle gespielt haben und bewaffnet verhindert haben, dass die Demonstranten weitere Räume stürmen konnten. Auf die Frage, ob er als Nachrichtenagent damals bewaffnet war, gibt Putin selbst eine klare Antwort. Natürlich hatte ich eine Waffe. Ich war ja Offizier. Also in der Endzeit in Dresden hatte Wladimir Putin ein Schockerlebnis, als er feststellen musste, dass eine bürgerliche Revolution eine sozialistische Diktatur wegfegen kann. Der zweite Schock war natürlich der Niedergang der Sowjetunion. Und aus diesen beiden Schockerlebnissen hat er die Erkenntnis gezogen, dass es darum geht, die Demokratie zu beseitigen, damit sein System nicht ähnlichen Gefährdungen ausgesetzt ist. Die KGB-Schule, das ist das Prinzip, von dem Putins Bewusstsein durchdrungen ist. Diese Erziehung hat natürlich nichts mit den Ideen von Demokratie und Freiheit zu tun, auf die sich Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zubewegt hat. Das alles wird von Putin im heutigen Russland mit Füßen getreten. Sankt Petersburg, die Stadt, die Peter der Große vor 3 Jahrhunderten unter enormen Opfern der Arbeiter in einem Sumpfgebiet an der Ostsee erbauen ließ. Heute wird die Stadt als das Venedig des Nordens bezeichnet. Es ist die Heimatstadt von Wladimir Putin. Und hierher kehrt er nach seiner Agententätigkeit in Dresden zurück und schafft es innerhalb von 3 Jahren zum stellvertretenden Bürgermeister. Die damalige Stadtabgeordnete Marina Salje wies Putin Korruption nach. Er soll eine der Hauptfiguren gewesen sein, als mehr als 100 Millionen Dollar in dunklen Kanälen verschwanden. In St. Petersburg herrschte zu Beginn der 90er Jahre eine riesige Lebensmittelknappheit. Putin war damals für die wirtschaftlichen Außenbeziehungen von St. Petersburg zuständig. Uns hat man Quoten zugeteilt. Für Holz, Öl, Metalle, seltene Metalle, Aluminium, für Tauschgeschäfte für Lebensmittel aus dem Westen. Die Dollars waren zugesagt für bestimmte Firmen, doch das waren fiktive Firmen. Die Lizenzen zur Ausfuhr dieser Metalle und anderer Rohstoffe wurden verteilt von der Abteilung für internationale Zusammenarbeit, also von Putin. Diese Lizenzen hat Putin unterschrieben. Er hatte aber kein Recht, diese Lizenzen auszugeben.
Diese Waren wurden dann in den Westen geliefert. Aber die Lebensmittel, die nach St. Petersburg kommen sollten, kamen nie an. Doch Putin hatte als ehemaliger Geheimagent gute Beziehungen zum Machtapparat, sowohl in St. Petersburg als auch in Moskau. Die Affäre wurde niedergeschlagen. Putin stieg weiter auf und wurde 1998 Chef des FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB, und gleichzeitig auch Sekretär des Sicherheitsrates im Kreml. Das war der entscheidende Schritt. Jetzt tritt Boris Jelzin auf den Plan. Er ist gesundheitlich angeschlagen und weiß, dass er das Land nicht länger regieren kann. Er sucht einen Nachfolger, auch aus einem anderen Grund. Putin kam an die Macht dank der unglaublichen Habgier der Familie Jelzin. Die Korruptionsskandale, die 1998 in der Jelzin-Familie ans Licht kamen, mussten unter den Teppich gekehrt werden. Ansonsten hätte man dem Kreml-Beamten Wladimir Wladimirowitsch Putin keine Aufmerksamkeit geschenkt. Was war geschehen? Einer Schweizer Firma in Lugano wurden millionenschwere Aufträge für Renovierungsarbeiten im Kreml und Bauarbeiten in Moskau zugeschanzt, und das Geld dürfte an die Familie Jelzin zurückgeflossen sein. Es begannen Untersuchungen. Und dann wendet sich Jelzins Familie, vor allem die Tochter Tatjana, einem Kreml-Mitarbeiter zu, der aufgrund auch von Einflüssen von Oligarchen aus St. Petersburg nach Moskau gekommen ist. Und warum? Weil Putin dafür bekannt war, dass er sehr loyal zu seinem damaligen Chef, dem St. Petersburger Bürgermeister, gewesen ist. Putins Loyalität zu seinem Vorgesetzten sollte nun dafür sorgen, dass die Familie Jelzin in Zukunft vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt wird. Und tatsächlich erlässt Putin sofort nach seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2000 ein Dekret, das ehemalige Präsidenten vor der Justiz als straffrei gelten. Der Deal zwischen der Familie Jelzin und Putin ist also gelungen. Wladimir Wladimirovich Putin вступил в должность президента Российской Föderation. Die Familie Jelzin bleibt straffrei und Putin ist Präsident. Die Ära und das System Putin beginnen. Im Dezember 1991, also fast ein Jahrzehnt vor der Ära Putin, zerfällt die Sowjetunion und Russland wird zum eigenständigen Staat. Die Kommunistische Partei wird verboten und die wilde Privatisierung der Staatsbetriebe beginnt. Öl- und Gasindustrie, Schwerindustrie, Rohstoffvorkommen, alles, was am nun entstehenden Markt Gewinn verspricht, wird privatisiert. Es entsteht die Clique der Oligarchen, bestehend aus ehemaligen Fabriksdirektoren, Parteifunktionären und Freunden des Kreml, wie etwa Michail Chodorkowski, der zu einem Magnaten in der Ölindustrie wird. Und wie ging diese Privatisierung vor sich? Dafür gab es verschiedene Methoden. Der Kreml beschließt, eine Fabrik, die so recht und schlecht vorankommt, zu privatisieren. Er zerteilt den Wert der Fabrik in viele kleine Aktien und verschenkt sie den Bürgern. Die haben jetzt zwar ein Papier in der Hand, können aber damit nichts anfangen. Die Fabrik liegt irgendwo tausende Kilometer weit weg. Was soll der russische Bürger also mit dem Papier anfangen? Das bestätigt, dass ihm ein kleiner Teil der Fabrik gehört. Also finden sich findige Menschen, die einen Kredit aufnehmen und den Bürgern die Papiere für ein paar Rubel abkaufen. Besser als nichts. Hat der findige Mensch jetzt genügend Papiere, also Anteilsscheine, gehört ihm die Fabrik. Er nimmt einen Kredit auf, saniert die Fabrik, die er billig erworben hat, und wird so zum Millionär oder später gar zum Milliardär. Ein Teil des Gewinns fließt an den Kreml zurück. Aber es gab noch eine zweite Methode. Der Kreml beschließt, einen Wirtschaftssektor, sagen wir ein Ölkonsortium, zu privatisieren. Ein Freund des Kremls, der selbst kein Geld hat, borgt sich $100 Millionen von einer kremlfreundlichen Bank und kauft diese Ölfirma, die in Wirklichkeit viel mehr wert ist.
Mit dem Gewinn der Firma zahlt er die $100 Millionen zurück. Während der Ölpreis steigt, wird er zum Millionär oder Milliardär, zum Oligarchen. Ein Teil des Gewinns fließt wieder an den Kreml zurück. Als Putin im Jahr 2000 an die Macht kommt, übernimmt er also die Oligarchen in sein Machtsystem und wird selbst ein Teil dieses Systems. Da zu Beginn der Jahrtausendwende der Ölpreis von $20 pro Fass auf zeitweise über $100 steigt, fließen auch die Einnahmen in die russische Staatskasse. Putin kann aus dem Vollen schöpfen. Die Gehälter und Pensionen werden erhöht, Wolkenkratzer schießen aus dem Boden, die russische Wirtschaft stabilisiert sich. Viele der Oligarchen zieht es nach Westen, weil es sich dort besser leben lässt, wie etwa Roman Abramowitsch. Er zieht nach London und kauft dort für Milliarden den Londoner Fußballclub Chelsea. Das Symbol der neu entstandenen Klasse der Oligarchen werden die Yachten, eine größer und luxuriöser als die andere. Putin selbst wird zum Volkstribun und findet offenbar Geschmack am Leben in Saus und Braus. Es gibt starke Anzeichen dafür, dass er selbst vom Reichtum und den Geldverschiebungen der Oligarchen profitiert. Ein Palast auf der Krim wird ihm von der Opposition zugeschrieben. Er soll also selbst Nutznießer von Geldverschiebung und Korruption sein. Alexei Nawalny, der bekannteste Führer der russischen Opposition, damals noch nicht im Gefängnis, zeigt in seinem Internetportal den riesigen Palast, der von Staatssicherheitskräften bewacht wird, aber offiziell niemandem gehört. Am Eingang thront das Symbol der Zarenherrschaft, der Zahnadler. Wer außer Putin könnte Zar im heutigen Russland sein? Rechts der originale Zahnadler. Wohl kein Oligarch würde es wagen, sich als Zar zu stilisieren. Ist der Despot Putin selbst Schlossbesitzer? Die Panama Papers, ein internationales Journalistenteam, ist jahrelang den Spuren illegaler Geldverschiebungen in Steuerparadiese gefolgt. Auch dem Geld der russischen Oligarchen. Einer der Investigativjournalisten ist Frederik Obermeier. Wir sehen, dass mit dem Aufstieg Putins ein sehr, sehr enger Kreis um ihn herum auch zu großen Reichtümern gelangt ist. Das sind so seine Freunde aus den Zeiten, als er noch Vizebürgermeister in St. Petersburg war, als er da in so einer Datschenkooperative mit mehreren Freunden einige Datschen besaß. Und dass genau diese Freunde, je mehr Macht Putin bekommen hat, umso reicher wurden diese Leute. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass diese Personen zum Teil einfach auch die Reichtümer von Wladimir Putin verwalten. Einer der engsten Vertrauten von Wladimir Putin ist der Cellist Sergei Roldugin. Er taucht schwarz auf weiß in den Panama Papers auf. Dann sind wir aber in den Panama Papers plötzlich auf extrem hoch dotierte Verträge, auf Briefkastenfirmen, die letztlich Herrn Roldugin gehören, gestoßen. Und wie sich uns dargestellt hat, war das ein riesiges Netzwerk. Und in diesem Netzwerk saß in der Mitte Roldugin und durch dieses Netzwerk an Briefkastenfirmen, Netzwerk von Firmen, die von Scheindirektoren geleitet worden sind um die $2 Milliarden geflossen. So, das deutet für uns ganz klar darauf hin, dass Sergei Roldugin die Person war oder mindestens eine der Personen, die für Putins engsten Zirkel oder womöglich sogar Putin selbst sein Geld verwaltet hat. Die offizielle Version lautet, dass Roldugin sein Milliardenvermögen durch den Kauf und Verkauf von Musikinstrumenten erworben hat. Das sagt auch sein guter Freund Putin. Fast alles Geld von Roldugin stammt aus dem internationalen Handel von Musikinstrumenten. Und die brachte er alle nach Russland. Na, ich glaube, da kann man jetzt ganz einfach die Rechnung aufmachen. Selbst wenn man sich so die teuersten Cellos, so das Pardon zu einem Stradivari-Geige raussucht, für 2 Milliarden, da müsste es wirklich irgendwo in Russland Häuser geben, Lagerhäuser, die wirklich voll stehen mit
Musikinstrumenten. Und es gab ja auch schon russische Karikaturisten, die dann Cartoons gezeichnet haben, wie statt Militärparaden, wo ganz viele Raketen hinten auf den Lastern drauf sind, riesige Cellos durch die Stadt gefahren werden. Weil man merkt auch, selbst in Russland glaubt dieses Argument heutzutage, glaube ich, niemand mehr. So unglaubwürdig die Erklärungsversuche des engsten Freundes von Putin sind, einen direkten Nachweis über die Reichtümer Putins gibt es nicht. Aber die Hinweise sind erdrückend. Wenn man sich Putins Freunde anschaut, fällt einem auf, dass die sich alle nicht viel schenken. Die haben so gut wie alle irgendwelche Briefkastenfirmen mit Sitz auf Zypern, den britischen Jungferninseln, irgendwelche Stiftungen. Aber es gibt zwei, die mir über die vergangenen Jahre immer wieder aufgefallen sind. Und das sind die Gebrüder Rotenberg. Mit denen, die kennt Putin schon aus seiner St. Petersburger Zeit, mit denen hat er immer Judo trainiert. Und die sind mit ihm aufgestiegen und zu extremem Reichtum gelangt. Und die tauchen in so gut wie jedem größeren Leak aus Steueroasen auf. Das heißt die Panama Papers, die Paradise Papers, die Pandora Papers. Wo immer man hinschaut, dort sind die Gebrüder Rotenberg. Da kann man schon eine Wette drauf abschließen. Wie ist nun das Verhältnis Putins zu den Oligarchen? Dies zeigt am besten der Fall Chodorkowski. Der Besitzer des Ölproduzenten Yukos, Michail Chodorkowski, begann in den Anfangsjahren der Herrschaft Putins oppositionelle Medien zu unterstützen und sich gegen Korruption einzusetzen. Wladimir Putin betrachtete die Ambitionen der großen Geschäftsleute, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, als Generalangriff auf ihn und sein korruptes System und lässt Chodorkowski verhaften. In einem Schauprozess wird er zu 9 Jahren Haft verurteilt und kommt hinter Gitter. Doch wie schafft es Putin, dass die Gerichte nach seiner Pfeife tanzen und bis heute reihenweise politische Urteile fällen? Das Erschreckende am russischen Justizsystem ist Folgendes. Die Zahl der Freisprüche ist seit dem Amtsantritt Putins noch geringer als zu Zeiten der Sowjetunion. Warum ist das so? Die Staatsanwaltschaft ist eine militärähnliche Organisation. Der russische Staatsanwalt erscheint in Uniform. Und der Richter wird, wie nirgendwo sonst, dadurch korrumpiert, dass er von Anfang an eine Wohnung und viele Extraapanagen erhält. Przy przyjęciu do pracy skorumpowany przez to, że dostaje mieszkanie i różne apanaże. Er weiß also, wenn der Staatsanwalt ihm einen Fall vorlegt, er so entscheiden muss, wie der Staatsanwalt es will, damit das Ansehen der Staatsanwaltschaft nicht untergraben wird. Żeby nie podważać prestiżu prokuratora. Die Oligarchen jedenfalls waren gewarnt. Sie hatten und haben viel Geld, aber keinen Einfluss auf die Justiz. Die hatte und hat Putin. Die Macht der Oligarchen endete 2003, nachdem man den Chef von Yukos, Michail Chodorkowski, eingesperrt hat. Das war ein so starkes Signal an die anderen Oligarchen, dass ihr Vermögen nur sicher ist, wenn sie loyal sind und nicht die Opposition unterstützen und auch keine politischen Ambitionen haben. Die meisten Oligarchen, wie hier Nikolai Tokarev, der Besitzer der Ölpipeline-Firma Transneft, blieben bis heute loyal. Aber eben nicht alle. Der Deal war, dass sie ihre wirtschaftliche Macht behalten dürfen, wenn sie der politischen Macht entsagen, wenn sie sich nicht in die Politik einbringen. Und seither waren sie Finanziers und ansonsten stille Teilhaber des Systems. Vor dem Hintergrund des aktuellen Krieges haben wir hier auch Aufbegehren feststellen können, allerdings auch eine in der Zwischenzeit recht umfangreiche, mysteriöse Serie von Todesfällen, die unter anderem auch die Oligarchen erreicht haben. Boris Berezowski, ein russischer Großunternehmer in der Autoindustrie, zerkrachte sich schon im Jahr 2000 mit Wladimir Putin wegen dessen autoritärem Kurses und übersiedelte nach London. Von dort aus unterstützte er die russische Opposition und forderte sogar den Sturz Putins. Das blieb nicht ohne Folgen. Mehrere Attentate hatte er in seiner Moskauer Zeit noch überlebt. Doch 2013 war er tot. Man fand ihn in seinem Luxusanwesen in der Nähe von London, erhängt, angeblich Selbstmord.
Einen gewaltsamen Tod konnte die Londoner Polizei nicht ausschließen, doch einen handfesten Beweis gab es nicht. Viele Zweifel bleiben aber bis heute. Auch andere Gegner Putins kamen unter mysteriösen Umständen ums Leben. Der russische Geheimagent Alexander Litwinenko war 2003 zum britischen MI6 übergelaufen. In einem Buch enthüllte er kompromittierende Fakten über das Machtsystem Putin. Der Fall ging um die Welt. Litwinenko wurde mit Polonium, einer hochwirksamen strahlenden chemischen Verbindung, vergiftet. Vieles spricht dafür, dass russische Geheimagenten im Auftrag des Kremls den Mord begangen haben. Boris Nemzow war 1997 ein Jahr lang Vizeministerpräsident Russlands und sogar ein Förderer Putins. Doch vom Verbündeten entwickelte sich Nemzow zu einem der schärfsten Kritiker und einem möglichen politischen Rivalen Putins. 2015 wurde er auf der Moskwa-Brücke, die zum Kreml führt, erschossen. 5 Tschetschenen wurden dafür zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Wie üblich, wenn Regierungskritiker getötet werden, wurden politische Motive offiziell ausgeschlossen. Ermordet wurde auch Anna Politkovskaja, eine populäre und engagierte Journalistin, die vor allem durch brisante Berichte über die Gräuel der russischen Kriegsführung in Tschetschenien weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Auch hier wurden mögliche Täter gefasst und verurteilt. Politische Zusammenhänge wurden vom Kreml wie üblich ausgeschlossen. Am Tatort die Anteilnahme. Blumen gegen Kugeln. Trauer und Hoffnung gegen die Gewalt des Systems. Diese Gewalt des Systems muss Russland gegenüber der Welt vertreten. Und es gibt wohl keinen, der das besser kann, als der oberste Diplomat Russlands, Außenminister Sergei Lavrov. Bis vor einiger Zeit wurde Lavrov zwar als harter Verhandler angesehen, aber doch als politischer Realist. Besuche bei und Kontakte zu ausländischen Spitzenpolitikern waren eine Selbstverständlichkeit. Der österreichische Spitzendiplomat Martin Seidig kennt Sergei Lavrov schon lange. Auch von den Minsker Verhandlungen nach der Besetzung des Donbass und der Krim im Jahr 2014 durch Russland. Lavrov ist unglaublich gut vorbereitet. Zu Gesprächen, er hat immer sehr gute Zetteln vor sich, Spickzetteln, die von seinen Mitarbeitern sehr genau, sehr eng beschriftet vorbereitet werden. Er liest sie ab und er versteht auch wirklich, worum es geht. Das ist ein Profi. Begonnen hat Lavrov seine diplomatische Karriere als Botschafter auf den Malediven. Danach arbeitete er 7 Jahre lang in New York, in der ständigen Vertretung Russlands bei der UNO. Ab 1994 stieg er zum Vertreter Russlands im UNO-Sicherheitsrat auf und bestimmte damit entscheidend die Weltpolitik mit. Und schließlich das Jahr 2004. Lavrov wird Russlands Außenminister. Warum gerade er? Sergei Lavrov ist ein Profi, aber er hat keine persönlichen politischen Ambitionen. Er ist absolut loyal gegenüber seinen Vorgesetzten und war daher für diesen Posten der ideale Kandidat. Es hat sich sicherlich das Gesicht von Lavrov über die Jahre verändert und das Gesicht, das wir jetzt sehen, ist nicht mehr das Gesicht, das uns gegenübertrat vor 10, 15 Jahren, keine Frage. Das ist einfach ein Typus von Politikern, den es in Russland gibt, aber auch in anderen postsowjetischen Staaten. Und man glaubt, wenn man mit Härte auftritt, dann erreicht man mehr. Wie sehr sich Lavrov vom Vernunftpolitiker zum Politalferer gewandelt hat, zeigt sich in einer Rede in Moskau, in der er im genauen Wissen um die Verdrehung der Tatsachen die Ukraine als den wahren Aggressor bezeichnet. Wir wollen nur für die Sicherheit der Menschen im Osten der Ukraine sorgen, damit ihnen keine Militarisierung und Nazifizierung des Landes droht und dass vom Territorium der Ukraine keine Bedrohung für die Sicherheit Russlands ausgeht. Ein Satz, eine Lüge und der ganze Nimbus des vernünftigen russischen Diplomaten fällt ab.
Die russische Opposition sieht in Lavrov aber nicht nur einen treuen Diener seines Herrn Putin, sondern einen zutiefst korrupten und lügenden Politiker, der sich mit Millionengeschenken des Oligarchen Deripaska bestechen lässt, der Urlaube auf Superjachten verbringt, Flüge mit Privatjets, gemeinsam mit seiner Geliebten und deren Tochter. Akribisch weisen die Aktivisten der Anti-Corruption Foundation, einer oppositionellen Enthüllungsplattform mit Sitz in Riga, nach, wann und wo sich Lavrov in den Prachtvillen des Oligarchen aufgehalten haben soll. Die Vorwürfe sind durch ihre detaillierten Nachweise glaubwürdig. Reiserouten, Aufenthalte werden genau nachgewiesen. Gefährlich können diese Vorwürfe für Lavrov aber nicht werden. Er sitzt mit Wladimir Putin im gleichen Boot und ist eine der wichtigsten Stützen in seinem System, auch und gerade bei der brutalen Kriegsführung in der Ukraine. Härte und Brutalität in der Auseinandersetzung mit politischen Gegnern ist in Russland nichts Neues. 1999, gleich nach der Machtübernahme Putins, flogen in einigen Städten Russlands Häuser in die Luft, mit Hunderten Toten. Verantwortlich dafür wurden tschetschenische Terroristen gemacht. Westliche Nachrichtendienste, darunter ein hochrangiger BND-Mitarbeiter, der in einer Residentur in Moskau beschäftigt war, sind eindeutig der Auffassung, dass diese Anschläge auf die Wohnhäuser nicht von tschetschenischen Rebellen verübt worden sind, sondern vom Inlandsnachrichtendienst Putins mit dem Ziel, so eine Strategie der Spannung nach dem Vorbild Italiens in den 60er und 70er Jahren zu schaffen. Das heißt, eine Terrorgefahr heraufzubeschwören, damit man die eigenen Nachrichtendienste stärken, ausbauen und mit stärkeren Kompetenzen versehen kann. Im Tschetschenienkrieg zeigte sich die russische Kriegstaktik wie derzeit auch in der Ukraine. Totale Vernichtung, Zerstörung, Grosny wurde zerbombt. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung gab es nicht. Schauen Sie auf den Tschetschenienkrieg und Putins Rolle 1999. Die Zerstörung von Grosny, brutale Folter, Filtrationslager. Anschließend der Krieg mit Georgien, die Unterstützung von Assad in Syrien. Das ist eine ganze Kette von militärpolitischer Gewalt, die er ausgeübt hat. Das ist eine lineare Linie, die Nachrichtendienste am Westen, auch der Bundesnachrichtendienst, immer verfolgt haben. Aber unsere Politik, voran die Bundeskanzlerin Angela Merkel, hatte kein gutes Verhältnis zum Bundesnachrichtendienst und hat seine Warnungen immer in den Wind geschlagen, eine Appeasement-Politik gegenüber Putin betrieben, um an billiges Gas zu kommen. Der Krieg in Tschetschenien wurde zwar vom Westen kritisiert, aber Not und Elend der tschetschenischen Bevölkerung spielten in den Beziehungen zu Russland keine große Rolle. Woher kommt diese überbordende Gewalt der russischen Armee? Ein Grund dürfte die brutale Behandlung der eigenen Soldaten durch ihre russischen Vorgesetzten sein. Dies löst wiederum Gewalt und Rücksichtslosigkeit der russischen Soldaten gegen ihre vermeintlichen Feinde aus. Eine Gewalt, die sich auch heute im Krieg gegen die Ukraine zeigt. Es gibt Ereignisse, die nicht nur für sich stehen, sondern zeigen, wie ein ganzes System funktioniert. Am 12. August 2000 sank das russische Atom-U-Boot Kursk in der russischen Barentssee durch eine Explosion an Bord. Es gab aber Überlebende. Tagelang versuchte die russische Marine zu dem gesunkenen U-Boot vorzudringen, trotz vieler Versuche vergeblich. Hilfsangebote von westlichen Ländern wurden von der Marineführung und Wladimir Putin abgelehnt. Als man doch westliche Hilfe annahm, durch die es vielleicht möglich gewesen wäre, die Matrosen zu retten, war es zu spät. Die gesamte Besatzung war tot, über 100 Matrosen. Ein Schock für ganz Russland. Vor allem die Eltern der umgekommenen Soldaten glaubten nicht daran, dass die verantwortliche Flottenführung und auch Wladimir Putin alles getan haben, um die Soldaten zu retten. Eine der Mütter wird ganz besonders wütend.
Doch Wutausbrüche sind nicht gefragt. Eine Frau eilt von hinten herbei mit einer Spritze. Ich habe genug von diesen Ungeheuerlichkeiten. Mein Mann war 26 Jahre bei der Marine. Wozu das alles? Mein Sohn liegt jetzt dort unten begraben. Wofür ist er gestorben? Nie im Leben werde ich euch das vergeben. Die Frau hinter der Mutter beugt sich jetzt hinunter und setzt ihr heimlich die Spritze. Jetzt sofort. Wir gönnen euch das Leben nicht mehr, ihr Schufte. Die Mutter bricht zusammen. Problemlösung im System Putin. Doch Putin ist keiner, der klein beigibt. Als Reaktion beschuldigt er diesmal nicht die Tschetschenen, sondern die Oligarchen, schuld am schlechten Zustand der Flotte zu sein. Sie hätten das Land ausgeraubt. Man sollte sie an einen Haken hängen. Es sind diese permanenten Lügen, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse und die Glaubwürdigkeit dessen, was er sagt. Diese Grausamkeit sitzt einfach in ihm, dieses fehlende Einfühlungsvermögen und fehlende Empathie gegenüber praktisch jedem in seinem Umfeld. Und diese beiden Merkmale zeichnen einen Soziopathen aus. Das sind ständige Lügner. Das sind Menschen, denen das Schicksal der anderen völlig egal ist, die nur sich selbst sehen. Aber solche Menschen gibt es zuhauf, sowohl in den Behörden als auch in den Machteliten auf der ganzen Welt. Nur haben sie vielleicht nicht die Möglichkeiten, diese negativen Eigenschaften auch in Taten umzusetzen, so wie Putin. Ein Grundpfeiler des Systems Putin ist die Zerschlagung der freien Medien. Damit begann er gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft, im Jahr 2000. Alle Proteste der Opposition und der Journalisten halfen nichts. Die Massenmedien waren eines der ersten Ziele der Politikpräsident Putins der Gleichschaltung. Bereits in seiner ersten Amtszeit sind die meisten privaten Stationen entweder direkt wieder unter Kontrolle des Kreml oder aber kremlnahe Unternehmen wie von Gazprom gebracht worden. Und seither, seit 2004 können wir sagen, ist auch der öffentliche Diskurs, die öffentliche Kommunikation immer stärker vereinheitlicht. Es gibt verschiedene Methoden, um die Medien sozusagen an die Zügel zu nehmen. Eine ganz normale ist die staatliche, nämlich Lizenzen auszuverteilen bzw. Frequenzen zu vergeben. Die werden dann halt entzogen. Zum Beispiel Echo Moskau war eine der wenigen oppositionellen Stimmen, eine Radiogesellschaft. Ich habe den Chefredakteur erst vor kurzem getroffen in Berlin. Der ist natürlich jetzt weg und diese Stimme ist versiegt. Dann gibt es andere Möglichkeiten, dass man halt intern ganz klar macht, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist. Hat natürlich damit zu tun mit dem Machtanspruch des Putin, des Präsidenten, der durch seine Freunde, durch seine Bekannten, durch die Leute, denen er vertraut und die ihm vertrauen, die Macht in den Medien in den Händen hält. Valeri Balayan ist Filmemacher und vor kurzem aus Moskau geflüchtet. Wo er jetzt lebt, soll nicht bekannt werden. Wie die freien Medien in Russland zerstört wurden, hat er am eigenen Leib als Filmemacher beim Fernsehsender NTV miterlebt, der von Putin auf Linie gebracht wurde. Ich weiß das alles von innen, da war keine Freiheit. Jeden Donnerstag versammelten sie sich in der Redaktion, wo ihnen die Leiter der Präsidialverwaltung erklärten, was und wie sie zu sagen hatten. Das Ergebnis dieser Geschichte war eine beispiellose Manipulation. Das Bild der Realität wurde völlig verworfen und Russland wurde in eine illusorische Welt verwandelt. Es stellte sich heraus, dass Goebbels recht hatte, als er sagte, gebt mir einen Fernsehsender und ich mache aus der Nation eine Schweineherde. Und genau das haben sie in Russland gemacht. Das heißt, sie sind klare Schüler Goebbels. Ostspezialisten sind sich einig, die russische Propaganda funktioniert anders als die im Westen.
Diese Manipulation, sie ist viel schlimmer und wirkt viel tiefer in die Menschen ein. Da geht es nicht darum, eine alternative Sicht der Dinge der Welt zu präsentieren, die total auf Lügen aufgebaut ist. Es ist schlimmer. Es geht darum, den Zuseher dazu zu bringen, dass es überhaupt keine objektive Wahrheit gibt. Es gibt Situationen, wo die russischen Propagandisten direkt zugeben, dass sie lügen. Aber es lügen eben alle. Und wenn eben alle lügen, dann gibt es keine Wahrheit. Das Ziel der Propaganda ist eine Art Zombifizierung der Menschen, dass man ihren Willen nach wahrhaftiger Information überhaupt bricht. Das große Drama Russlands ist, dass es in der langjährigen Geschichte des Landes, außer in der Gorbatschow- und der Jelzin-Zeit, niemals freie Medien gab. Wir müssen davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung Russlands eine Medienkonkurrenz oder Medienvielfalt, wie wir sie seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten gewöhnt sind, gar nicht kennt. Das heißt, sie haben die 90er Jahre mit Medienvielfalt gewissermaßen als eine Ausnahme wahrgenommen und nun ist wieder der Normalzustand hergestellt. Normal ist in Russland, dass sich die Menschen einen starken Staat wünschen. Das scheint Sicherheit zu geben. Für uns im Westen erscheint ein schwacher Staat oder ein relativ schwacher Staat als etwas Wünschenswertes. Umso stärker sind die Bürger. In Russland ist es genau umgekehrt. Viele Russen hätten Angst vor einem schwachen Staat, weil in ihrem Gefühl oder in ihrer Vorstellung ein schwacher Staat Chaos bedeuten würde, Zerfall, Kampf aller gegen alle, Bürgerkrieg. Und deswegen gibt es so einen Wunsch, dass der Staat stark sein soll. Und damit wird aber auch in Kauf genommen, dass die Staatsvertreter und vor allem auch der Präsident über dem Gesetz stehen. Für viele Menschen im Westen sind die Russen und ihre Denkweise ein Rätsel. Unterscheiden sie sich wirklich so sehr von westlich geprägten Menschen? Im Alltag ist es so, dass Russen sich nicht sehr leicht unterordnen irgendeinem Diktat oder irgendeiner Anweisung, oder wird diskutiert oder wird gegengehalten. Und das ist nicht so, dass da ein blinder Gehorsam herrscht. Aber wenn es natürlich um den Staat geht, der über dem Gesetz steht, der alle Möglichkeiten in der Hand hat, wo man nie darauf rechnen kann, dass man irgendwann einmal gegen den Staat zu seinem Recht kommen kann, da wird man natürlich sehr klein. Diese paternalistische Haltung ist weitgehend eigens selbst verschuldet. Es ist ein Mangel an Eigenverantwortung und zugleich geht dieser Mangel an Eigenverantwortung auch mit einer extremen Atomisierung der Gesellschaft einher. Das heißt, ein Gemeinschaftsgefühl, ein Wir-Gefühl existiert im heutigen Russland so gut wie gar nicht und wenn, dann nur im Rahmen der Kreml-Propaganda. Dieses mangelnde Gemeinschaftsgefühl und die Bereitschaft zur Unterordnung ist auch eine mögliche Erklärung für die Gewaltbereitschaft russischer Soldaten, wie im Krieg in der Ukraine. Ich denke, dass der Unwille, die Verantwortung zu übernehmen, verbunden mit der paternalistischen Haltung, dazu führt, dass die Gewaltakte als etwas mehr oder weniger Notwendiges oder zumindest Unvermeidbares betrachtet werden. Und abgesehen davon trägt man ja gar nicht die Verantwortung dafür, denn der Staat hat es ja befohlen. Und der Befehlgebende übernimmt ja auch die gesamte Verantwortung dafür. Das System Putin und seine Verantwortung. Noch kommt die Staatsräson bei großen Teilen des russischen Volkes an. Doch Verantwortung ist etwas, das man nicht abgeben sollte. Schon gar nicht an Autokraten und Despoten wie Putin. Diese Lektion steht vielen Russen noch bevor, wenn sie eine freie und selbstbestimmte Zukunft vor sich haben wollen.